Bayern ist eines der Schlusslichter beim Ausbau der Windkraft in Deutschland. Im Jahr 2014 wurden in Bayern immerhin noch 161 Windkraftanlagen gebaut. Danach hat die bayerische Landesregierung die sogenannte 10H-Regel beschlossen. Seitdem müssen neue Windräder den 10-fachen Abstand ihrer Höhe zu Gebäuden einhalten. Bei modernen Windkraftanlagen sind das gut und gerne mal 2 bis 3 Kilometer. Die Folge: die Standorte werden knapp. Im Jahr 2018 wurden gerade mal noch 8 Windräder gebaut und seitdem hat sich der Zubau nicht mehr erholt. Dabei braucht die bayerische Industrie dringend günstigen Strom aus erneuerbaren Energien und der fehlende Windstrom, der verteuert die Energiewende in ganz Deutschland. Als Ausrede wird gerne gesagt, in Bayern gäbe es halt nur wenig Wind und es sind keine guten Erträge möglich. Aber die Gemeinde Fuchstal zeigt, dass sich auch mit Windkraftanlagen in Bayern sehr gute Erträge realisieren lassen, von denen am Ende dann alle profitieren. Ich sage immer, der Windpark wäre ohne die Aussage vom Horst Seehofer, wir brauchen 1500 Windräder in Bayern, nicht zustande gekommen. Wir sind einfach den Weg gegangen. Ich habe gute Mitarbeiter im Rathaus gehabt und ich habe auch Bock drauf gehabt, dass wir das ganze Projekt einfach durchziehen. Die Reaktionen aus der Ortschaft, die waren relativ entspannt, weil alle der Meinung waren, wir bringen das eh nicht auf die Reihe in Bayern. Windkraft und Fuchstal kennt man fast bundesweit, ja. Es gab einige Klagen gegen das Vorhaben, also vorher schon angedrohte Klagen. Da waren natürlich dann schon einige dabei, die dann mit der Streitaxt durchs Dorf gezogen sind. Die heftigsten Punkte waren damals die, dass wir da auch Morddrohungen gekriegt haben. Das waren immer die gleichen Argumente. Das Landschaftsbild wird verunstaltet und der Lärm und der Infraschall und die armen Tiere und die Vögel. Jeder, der windkraftfeindlich war, konnte mindestens 100 Vogelarten aufsagen, die auf der roten Liste stehen. Hat sich nichts bewahrheitet. Die Gemeinde Fuchstal hat unglaublich Wertschöpfung durch die Windkraftanlagen. Die ersten 7 Jahre haben wir 85% der Kapitaleinlage ausgezahlt. Also wenn du 100.000 € in die Windkraftanlagen reingesteckt hast, da hast du jetzt die ersten 7 Jahre 85.000 rausgezahlt gekriegt. Bei der zweiten Marsch, wir waren völlig überzeichnet. Dann kam Gott sei Dank die Energiekrise, da sind wieder ein paar abgesprungen. Windräder haben wir 4 im Betrieb, 3 sind gerade in Betriebnahme. Wo wir auch wieder mit Artenschutzthemen konfrontiert worden sind. Dazu dann extra ein eigenes Forschungsvorhaben im Waldgebiet mit Kamerasystemen und künstlicher Intelligenz, die wir vorangetrieben haben. Das wird funktionieren und damit hat man das Thema Artenschutz und erneuerbare Energien durch Windkraft dann zusammengebracht. Wir erzeugen nach Inbetriebnahme der neuen 3 Windräder ungefähr 3-mal so viel Strom, wie momentan die Gemeinde benötigt. Wir haben so einen Wärmespeicher, wo wir Negativstromzeiten in Warmwasser umwandeln können. Wir haben einen Batteriespeicher. Wir haben ein Nahwärmenetz ausgebaut, gerade wegen der Windkraft. Das ist ein tolles Beispiel, dass es der Gemeinde auch gut geht. Ja. Ich denke, Fuchstal wird bundesweit einfach weiterhin ein Leuchtturm sein, der zeigt, dass auch in Bayern Energiewende möglich ist. Ich denke schon, dass wir es nochmal machen würden, ja. Weil das fürs Leben einfach eine Bereicherung war. Also ich finde, so eine Windkraftanlage hat was. Beruhigt einen, einfach mal draufschauen. Dann fährt man garantiert runter. Also der Horst Seehofer ist der Vater unseres Windparks. Windenergie, CO2-neutral und zukunftsfähig. Deutschland gewinnt.